Ich muss dich aber nicht übersetzen. So. Ne? Okay, we're recording. Ja, für die Donnielle. So, hallo und willkommen alle zusammen zu dem Zoom-Meeting, was ist Right Body for You? Hello and welcome everybody to this Zoom meeting about Right Body for You. Ja, und wir wollen ein bisschen mit Donnielle plaudern. Sie wird uns ein bisschen erzählen, was in dem Workshop Right Body for You alles so passiert. And we decided to chat a bit with Donnielle, and she's going to tell us a bit about her workshop, Right Body for You. Ja, also, let's go. Lass uns beginnen. So, ja, Donnielle, was kannst du uns erzählen über den Workshop Right Body for You? So Donnielle, what can you tell us about the workshop Right Body for You? Oh, I could talk for hours and hours about Right Body for You. Ich könnte stundenlang über diesen Workshop plaudern. And I'm so excited to be bringing it to Vienna for the first time. Und ich freue mich so sehr darüber, dass ich es jetzt zum allerersten Mal nach Wien bringen darf, diesen Workshop. It's the first time for Right Body for You in Vienna and the first time for me in Vienna. I'm excited. Es ist das erste Mal, dass richtiger Körper für dich nach Wien kommt und auch das allererste Mal, dass ich persönlich nach Wien komme. Also Donnielle, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du nach Wien kommst. Dein Körper wird es mögen. Well, we're really looking forward to have you here in Vienna. Your body will love it a lot. I think you're right. I'm very excited every time I look at it. Ich glaube, du hast recht, weil ich werde ganz aufgeregt jedes Mal, wenn ich daran denke. Und es ist ja auch das erste Mal, dass Right Body for You auf Deutsch übersetzt wird. Und es ist auch, it's also the very first time that Right Body for You is going to be translated into German. Correct. It's very exciting. Das ist wahr, ja. Das ist sehr, sehr aufregend, das Ganze. Right Body for You is, my favorite thing about Right Body for You is that it actually includes the awareness of the body. Meine allerliebste Sache an Right Body for You ist, dass es eben die Wahrnehmung des Körpers inkludiert in den Workshop. You know, I spent 30 years with my nutritionist mother learning all the ways to judge your body. Ich habe 30 Jahre lang mit meiner Mutter verbracht, die eine Ernährungsberaterin ist, und habe eigentlich nur gelernt, wie man seinen Körper gut bewertet. And you know, I received a great education from her and her radio show that she hosted. Ich habe eine gute Ausbildung von ihr empfangen und von der Radioshow, die sie gemacht hat. And each week she had these amazing people come in with different ways of how to deal with your body. Und jede Woche hatte sie andere Leute, die in die Show gekommen sind und die eben Verschiedenes erzählt hat darüber, wie man mit dem eigenen Körper umgehen kann. And yet none of them included asking the body what it would like. Und dennoch hat niemand von denen den Körper inkludiert, dass man den Körper fragt, was er denn gerne hätte. And until I heard of Access Consciousness and Right Body for You, I thought talking to the body was a very strange idea. Und bis ich von Access Consciousness und von Right Body for You gehört habe, habe ich mir gedacht, also mit dem Körper zu sprechen, ist wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Vorstellung. And while I thought it was a strange idea, it also enabled me to feel my body for the first time. Und obwohl das für mich eine ganz merkwürdige Vorstellung war, hat es mich auch darin befähigt, zum allerersten Mal meinen Körper wirklich wahrzunehmen und zu fühlen. Because I mean, really, how many of us actually talk to our bodies? Denn mal ganz ehrlich, wie viele von uns reden wirklich mit ihrem Körper? We spend a lot of time talking at our bodies. Wir verbringen ganz viel Zeit damit. Über? Did we lose her? Sie ist jetzt gerade stehen geblieben. Am I mobile though? Okay. Also, ja, I will try it. Also wir verbringen sehr viel Zeit damit, über unseren Körper zu sprechen, aber nicht mit unserem Körper. Yeah, you know, we tell our body what's wrong with it. Und wir
sprechen viel darüber, was falsch ist mit unserem Körper. We tell our body how it's let us down. So, ich bin leider kurz rausgefallen. Ja, ich bin kurz eingesprungen, Patricia. I'm So sorry. can you please repeat? Yeah, we talk at our body. We tell it how it's let us down. Ja, wir sprechen nur zu unseren Körpern und sagen ihm die ganze Zeit, wie er eigentlich nicht das macht, was wir gern von ihm hätten. We tell our body how it's wrong, Wir sagen unserem Körper, wie er falsch ist, how it needs to change, wie er sich verändern muss, while never actually asking it if it wants to change. If it wants to change. während wir ihn aber nie fragen, ob er denn überhaupt sich verändern möchte. And this is not to get you guys to judge yourself. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass ihr anfangt, euch zu beurteilen deswegen, Because that's what we were taught. denn genau das ist uns ja beigebracht worden. Tell your body what to do, make it submit. Sag deinem Körper, was er tun soll und sorg dafür, dass er dann darauf hört. Well, and even one step further back than that. Und einen Schritt zurück von dem. How are we told to function in this reality? Wie ist es uns beigebracht worden, in dieser Realität zu funktionieren? Find what's wrong and fix it. Finde genau das, was nicht funktioniert, das, was falsch ist, und bring das dann in Ordnung. So if we have it right, stop. Also wenn wir es richtig haben, dann aufhören. Don't change anything we might have right. Verändere nichts von dem, was du richtig haben könntest. So when we function from these points of view, Wenn wir also von diesen Ansichten aus funktionieren und handeln, what are we telling our body and our lives? was sagen wir dann und teilen wir unseren Körpern und uns auch unseren Leben damit mit? With find what's wrong and fix it, Mit dem finde das, was falsch ist und bring das in Ordnung. we're being told that we can only change something that's broken. Damit wird uns beigebracht, dass wir nur etwas verändern können, was nicht funktioniert, was schon kaputt ist. Find what's wrong and fix it. Finde genau das, was falsch ist und bring das in Ordnung. And so we spend our life trying to see what's wrong. Somit verbringen wir unser ganzes Leben damit, genau nach dem Ausschau zu halten, was falsch ist. And then when we find what's wrong, we know we're right because we found what's wrong. Und genau in dem Moment, wo wir das finden, was falsch ist, wissen wir, dass wir richtig sind, weil wir ja endlich das gefunden haben, was falsch ist. And the other problem with that is what do we use to find if it's right or wrong? Und ein weiteres Problem ist, was verwenden wir, um herauszufinden, was richtig und was falsch ist? Judgment. Beurteilungen. So we're actually taught from day one to use judgment to figure out our lives. Uns wird also vom allerersten Tag hier beigebracht, Beurteilungen dazu zu verwenden, um unser Leben zu kreieren. So what does that do to our bodies? Was macht das mit unseren Körpern? It tells us that we can only change things in our body if something's wrong. Es sagt uns, dass wir nur etwas mit unserem Körper verändern können, wenn etwas damit falsch ist, wenn irgendetwas in uns nicht funktioniert. So how much of your body and your life are you breaking to allow it to change? Also wie viel in deinem Leben und in deinem Körper brichst du oder machst du kaputt, damit du es dann verändern kannst? Everything that is times a gazillion, destroy and uncreative, please. Alles, was das ist, times a gazillion, bitte zerstören und umkreieren. Right, we're on good battle talk on ice shorts, boys and beyonds. Okay, because look at this. Dann schaut euch das an. We can only change what's broken. Wir können nur das verändern, was schon kaputt ist. So that means if something isn't broken, Das bedeutet, wenn etwas nicht kaputt ist, we have to break it so we can change it. müssen wir es kaputt machen, damit wir es verändern können.
What if we didn't have to break our bodies to change our bodies? Was, wenn wir unseren Körper nicht kaputt machen müssen, um ihn verändern zu können? And that's where Right Body for You comes in. Und das ist genau der Punkt, wo ein richtiger Körper für dich anfängt. Right Body for You is great to help you heal your body. Dieser Workshop ist großartig dafür, um deinen Körper zu heilen. Lose weight, gain weight. Um Gewicht zu verlieren, Gewicht anzulegen. Change your body in any way you desire. Deinen Körper genau auf diese Weise zu verändern, wie du es möchtest. But it also helps you get off of the roller coaster. Aber er hilft dir auch genauso, von dieser Hochschaubahn hinunterzukommen. The roller coaster of it has to be wrong to change it, so I'm going to break it so I can change it. Diese Hochschaubahn, von dem es muss etwas falsch sein, dann muss ich es zerstören, kaputt machen, um es dann letztendlich wieder verändern zu können. You can actually just be with your body instead of judging your body. Du kannst tatsächlich einfach mit deinem Körper sein, anstatt ihn zu beurteilen. It's actually to help you get out of judgment of you, your life, and your body. Er zielt wirklich darauf ab, aus der Beurteilung rauszukommen von dir selbst, von deinem Körper und von deinem Leben. And what if you didn't have to use judgment to determine if you're right or wrong? Und was, wenn du Beurteilung nicht dazu verwenden müsstest, um festzustellen, ob du richtig oder falsch liegst? What if you weren't right or wrong? What if you were just you? Was, wenn du nicht falsch oder richtig wärst, sondern einfach nur du? Okay, so this is one of the gifts of Right Body for You workshop. Das ist eines der Geschenke des Workshops von Right Body for You. You know, for me, when I first started my journey with Right Body for You, Als ich zum allerersten Mal begonnen habe mit meiner Reise mit richtiger Körper für dich, I barely acknowledged I had a body. da habe ich wirklich kaum anerkannt, dass ich überhaupt einen Körper habe. And when I did acknowledge it, I did nothing but be mean to it and judge it. Und immer dann, wenn ich ihn anerkannt habe, habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als ihn zu beurteilen und wirklich fies zu ihm zu sein. And what's interesting is the Right Body for You workshops talk a lot about communication with your body. Und was wirklich interessant ist, im Right Body for You Workshop geht es wirklich viel darum, über die Kommunikation mit dem Körper. Am I going okay for you, Patricia? Yes, it's perfect, really awesome. Okay, cool. Because Right Body for You workshops help you build and strengthen that communication. Weil der Workshop hilft dir dabei, wirklich diese Kommunikation aufzubauen und sie zu verfestigen und zu verbessern. And what's interesting is I and a lot of other people, the first time they come to Right Body for You, Und das Interessante dabei ist, dass ich und viele andere Leute, die, wenn sie zum allerersten Mal zu diesem Workshop kommen, whether we acknowledge it or not, egal ob wir das anerkennen oder nicht, we're nervous about what our body might have to say to us. wir sind wirklich nervös bezüglich dessen, was unser Körper wohl zu uns sagen wird. Because so many people, myself including, used to think that our bodies are mad at us. Weil so viele Leute, inklusive ich selbst, glauben, dass unsere Körper wirklich böse auf uns sind. You know, I've spent my entire life judging it, being mean to it, so of course it's going to be mad at me. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, gemein zu meinem Körper zu sein und ihn zu beurteilen. Also natürlich würde er böse auf mich sein. Here's the thing though. Aber die Wahrheit ist, Your body doesn't judge. dein Körper beurteilt nicht. Your body doesn't actually have a point of view. Dein Körper hat in Wahrheit keine Ansicht. So the point of view that our body is mad at us actually comes from us. So die Ansicht, dass unser Körper böse auf uns ist, kommt von uns selbst. During the workshop, I have a lot of activities to help you and your body communicate. Und während dem Workshop finden ganz viele Übungen statt, um dir dabei zu helfen, mit deinem Körper zu kommunizieren. And when people actually lower their barrier and receive from their body, Und in dem Moment, wenn die Leute wirklich ihre Barrieren runterfahren und beginnen, von ihrem Körper zu empfangen, I haven't found a body yet that is mad
at their infinite being. Habe ich bisher noch keinen einzigen Körper gefunden, der wirklich der Böse auf das unendliche Wesen war. And I bring this up for a very specific reason. Und ich spreche darüber aus einem ganz bestimmten Grund. Because a lot of people, one of their targets with the Right Body For You workshop is to communicate with their body. Dann einer der Ziele der Leute, die zu dem Workshop kommen, ist oft eben mit ihrem Körper zu kommunizieren. And they're always saying, my body doesn't talk to me, I can't understand it. Und sie sagen sehr oft, mein Körper spricht nicht mit mir, ich kann ihn einfach nicht verstehen. Well, if so many people are actually functioning from being afraid of what their body will say, Wenn aber so viele Menschen genau davon agieren, dass sie Angst haben, was ihr Körper ihnen mitteilen wird, and they don't actually look at that and change it, dann schauen sie sich das nicht wirklich an und verändern das. it's one of the greatest reasons for miscommunication with your body there is. Das ist einer der größten Gründe für eine falsche Kommunikation mit dem Körper. So everywhere we are judging ourselves for judging our bodies, So überall, wo wir uns selbst beurteilen, dafür, dass wir unseren Körper beurteilen, and then projecting onto our bodies the anger we have to ourselves, at ourselves. und dann auf unserem Körper projizieren die Wut, die wir auf uns selbst haben. Would you guys be willing to destroy and uncreate all that, please? Würdet ihr alle das jetzt bitte gerne zerstören und umkreieren? Ja. Cool. Right, wrong, good, bad, apocalypse, shirts, boys, and beyond. Yeah, so if we have questions, let me know. Otherwise, I can always keep talking. Also wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann bitte einfach mitteilen und wenn nicht, Donnielle kann immer weiter plaudern. See, and that's the funny thing is I used to be really shy. Und das ist eine lustige Sache, weil ich war eigentlich sehr, sehr schüchtern. My voice would tremble and I would like sweat really bad. Meine Stimme wurde immer zittern und ich habe wirklich stark geschwitzt. And I could never talk to people. And now Und ich konnte nie mit den Menschen sprechen. Und jetzt? And now I don't shut up, so. Und jetzt höre ich gar nicht mehr auf mit dem Sprechen. Also. So if there's questions, please let me know. Also wenn es da Fragen gibt, bitte lasst sie mich wirklich wissen. Well, and honestly, that's one of the other gifts of Right Body For You is that I am no longer shy. Und das ist wirklich eines der weiteren Geschenke, die ich von Right Body For You bekommen habe, dass ich einfach nicht mehr schüchtern bin. And a lot of people think it's like, oh, but your body changed, so of course you're no longer shy. Und die meisten Leute glauben, nein, natürlich, dein Körper hat sich ja verändert und deshalb natürlich bist du nicht mehr schüchtern. Well, my body's constantly changing. Die Wahrheit ist, mein Körper verändert sich konstant. And really, the Right Body For You tools helped me get rid of the desire to hide. Und wirklich die Werkzeuge aus Right Body For You haben mir das Geschenk gemacht, dass ich aus dem mich Verstecken rauskommen konnte. No matter what my body looked like, felt like. Egal wie mein Körper auch ausgesehen hat und wie er sich angefühlt hat. Okay. So, well, what? A lot of energy on that. Ganz viel Energie auf das jetzt gerade. So, truth, what are you hiding from? Wahrheit, vor was versteckst du dich? Everything that is, times a gazillion, destroy and uncreate it, please. Times a gazillion, bitte zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, lucky, spirit, boys, and beyond. Ooh. Maybe you do it a second time. Oh yeah. Ja. So Sie truth, gebeten, es ein zweites Mal machen. truth, what are you hiding from? Wahrheit, vor was versteckst du dich? Everything that is, times a gazillion, destroy and uncreate it, please. Alles, Yes. was das ist, mal Gazillionen, bitte zerstören und umkreieren jetzt. Right, wrong, good, bad, apocalypse, church, boys, and beyond. I love doing things in other languages because it's interesting to have those awarenesses coming in. Ich Not liebe English. es, Sachen mit anderen Sprachen zu machen, weil ich dadurch die Wahrnehmung bekomme, was eben in den anderen Ländern und was für Energien dort vorherrschen. Das ist wirklich ganz faszinierend, was eben nicht nur im Englischen hochkommt.
one time I did an intro at a COP in Rome. Eines Tages einmal in der Vergangenheit habe ich ein Intro, eine Einführung bei einem Wahl der Möglichkeiten Kurs gemacht in Rom. And it was being simultaneously translated in 11 languages, I think. Und es wurde gleichzeitig in ungefähr 11 verschiedene Sprachen übersetzt. So the first time I asked a question, the input in all the different languages was intense. So das allererste Mal, wo ich dann eine Frage gestellt habe, war die Information, die ich bekommen habe von all diesen verschiedenen Sprachen und Ländern so intensiv, wirklich Wahnsinn, unglaublich. And a lot of fun. Und ganz viel Spaß zugleich. Deine Kurse sind ja überhaupt nicht lustig, muss ich sagen. Ja. Your classes are not fun at all, I really have to say. Yes, we do a lot of laughing in class. Ja, wir lachen ganz, ganz viel in meinen Klassen. And yeah, and that's, tears can change a lot of things. Wisst ihr, Tränen können ganz viel verändern. But so can laughter. Aber Lachen ebenso. So during a Right Body For You workshop, sure you can cry, but we'll do a lot of laughing as well. Also während diesen Workshops könnt ihr weinen, aber wir werden ganz, ganz, ganz viel lachen. And what's interesting is, as we're talking about the intensity of all the different languages. Und was interessant ist, während wir über die Intensität der verschiedenen Sprachen sprechen, that's also another reason people don't allow communication from their body. Das ist auch mit einer der Gründe, warum Menschen sich nicht die Kommunikation mit ihren Körpern erlauben. Is they feel it's too much and they feel they get overwhelmed. Sie empfinden das, als wäre es einfach zu viel und sie könnten davon überfordert werden. Yeah, because when I started allowing contribution and awareness from my body, weil als ich das erste Mal begonnen habe, wirklich den Beitrag und Wahrnehmung durch und von meinem Körper zu empfangen, everything I became aware of was so much more. Also alles, wo ich dann eine Wahrnehmung dazu hatte, wurde einfach so, so viel mehr. It was like turning the volume up times 1,000. Es war wie, als würde man die Lautstärke von 1 auf 1000 aufdrehen. And so I know a lot of people go, too much, turn it down. Also ich weiß, dass ganz viele einfach wirklich gehen, das ist zu viel, bitte mach wieder leiser. So one of their ways of doing that is to separate from their body and not listen. Also einer der Wege, wie man genau das macht, ist, sich vom Körper abzutrennen und einfach nicht zuzuhören. So what if it's a lie that we could be overwhelmed? Also was, wenn das eine Lüge ist, dass wir überfordert von etwas sein können? There's actually a very simple tool to help you get out of that feeling of overwhelm. Da gibt es wirklich ein ganz einfaches Werkzeug, um dir aus diesem Gefühl von Überforderung rauszuhelfen. And honestly, it's just expanding out. Und ganz ehrlich, das ist einfach nur sich ausdehnen. I know it sounds simple, but ich weiß, das klingt ganz einfach. Most Access Consciousness Tools are simple. Aber die meisten von diesen Access Consciousness Tools sind ja ganz einfach. You just have to use them. Du musst sie einfach nur anwenden. When the Right Body For You book first came out, als das Right Body For You Buch zum allerersten Mal hinausgekommen ist, so many more people started thinking about me. I went into overwhelm. Haben so viele mehr Leute angefangen, an mich zu denken und über mich nachzudenken, dass ich wirklich mich überfordert gefühlt habe. People's projections, thoughts, judgments, positive and negative. Projektionen, Beurteilungen, positiv und negativ, die habe ich alle wahrgenommen. And I, like I said, I went into overwhelm and I almost shut down. Und ich bin wirklich in dieses Gefühl des Überfordertseins gegangen und habe wirklich fast mich davon abgetrennt, von allem abgetrennt. But luckily I asked a question. Aber zum Glück habe ich dann doch eine Frage gestellt. And this is when I discovered the potency of this tool. Und genau da habe ich wirklich die Macht von diesem Werkzeug festgestellt. Okay, so anytime you're feeling overwhelmed, also immer, wenn du dich überfordert fühlst,
And you can feel overwhelmed for a variety of reasons. Und du kannst dich wirklich überfordert fühlen, ja, wegen vielfältigen Gründen. Information coming in. Informationen, die reinkommt. You have to do something really quickly. Du musst irgendetwas ganz schnell erledigen. Or you have a lot of people talking to you. Oder ganz viele Leute sprechen mit dir. It works with all of them. Es funktioniert mit all diesen Gründen. Okay, so when you're feeling overwhelmed. Wenn du dich also überfordert fühlst. For me, I take a deep breath. Ich mache so, ich atme ganz tief ein. And I ask to just expand out. Und dann bitte ich einfach darum, dass ich mich jetzt ausdehne. Now, let me make a clarification here. Und lass mich das ein bisschen klarer machen. A lot of people think expanding out is out of your body. Ganz viele Leute glauben, dich ausdehnen bedeutet, dass du raus aus deinem Körper gehst. But then it's like leaving your body behind. Aber das wäre ja dann deinen Körper zurücklassen. For me, it's like going up to the sky and your body going, hey, hello, I'm down here. Für mich klingt das so wie, du gehst rauf in den Himmel und dein Körper liegt da unten und sagt, hey, hallo, ich bin da unten. So when you expand out, you actually expand out with your body. Wenn du dich ausdehnst, dann dehnst du dich gemeinsam mit deinem Körper aus. Okay, so when you expand out, your infinite being becomes that space that we are. Wenn du dich ausdehnst, dann wird dein unendliches Wesen wieder zu diesem Raum, der du in Wahrheit bist. But you're also inviting the space back into your body as well. Aber gleichzeitig ladest du auch genau diesen Raum wieder in deinen Körper ein. So when you expand out, include your body in it. Also wenn du dich ausdehnst, wirklich inkludiere deinen Körper da. It's those moments when your body feels like it's becoming untense or not tense anymore. Es ist dieser Moment, wo sich dein Körper so fühlt, dass er nicht mehr angespannt ist. You know, like when your hand is clenched like this. Zum Beispiel, wenn deine Hand sich so zu einer Faust geballt ist. You know, this reality says if you unclench it, then that's releasing the tension. Und diese Realität sagt, wenn du die öffnest, dann wirklich löst das die Verspannung, die Anspannung. But when you're expanding out, what you're doing is you're actually inviting the space between the molecules back. Und wenn du aber wirklich dich ausdehnst, dann ladest du den Raum in die Moleküle wieder zurück ein. So it has that same sensation of your body just relaxing. Es fühlt sich genauso an, wie wenn dein Körper sich wirklich entspannt. And your body becomes that space as well, which helps not have that overwhelm. Und dadurch wird dein Körper auch wieder dieser Raum und das führt dazu, dass du dich nicht mehr so überfordert fühlst. And that way you're also not cutting off communication from your body. Und auf diese Weise trennst du dich auch nicht ab von der Kommunikation mit deinem Körper. So to handle overwhelm, also um mit der Überforderung umzugehen, I like to take a deep breath. You don't have to do that, but I like it. Ich nehme gern zuerst zu Anfang einen tiefen Atemzug, aber das musst du nicht machen. Ich mache es halt gern. And I just ask to expand out. Und dann frage ich wirklich einfach darum, jetzt auszudehnen. And remember, you don't have to see anything or perceive anything. Just ask for it to happen, and it will. Und erinnere dich daran, du musst dabei nichts sehen, du musst nichts wahrnehmen. Du fragst einfach nur darum und in diesem Moment geschieht es. So when I had all those people thinking at me, also in dem Moment, wo all diese Leute über mich nachgedacht haben, and even my body, the shoulders were like hunched over. Sich sogar meine Schultern, mein Körper, alles hat sich total verkrampft, ja, und zusammengezogen. I just literally took a deep breath and expanded out. Und da habe ich wirklich einfach einen tiefen Atemzug gemacht und mich ausgedehnt. And both my infinite being and my body just went. Und beide, mein unendliches Wesen und mein Körper sind wirklich gern. And with that, the other side of that. Und mit dem, die andere Seite davon ist most of the times when we're dealing with overwhelm, communication from our body overwhelm. Die meiste Zeit, wenn wir mit einer Überforderung von der Kommunikation mit unserem Körper ausgehen, and this reality says, shut it down. Dann sagt diese Realität eigentlich, trenn dich davon ab. We had reached a new level of awareness.
Wir haben einen neuen Punkt von Wahrnehmung erreicht, ein neues Level davon. With our body, right? Mit unserem Körper gemeinsam. So when this reality says shut it down, we shut down the awareness. Ja. Und diese Realität sagt eben, bring es einfach wieder runter, trenn dich von diesem hohen Level der Wahrnehmung wieder ab. But when we do that expanding out instead, aber wenn wir uns stattdessen ausdehnen, we do not shut down our awareness. Dann reduzieren wir unsere Wahrnehmung nicht. And what's exciting is we build from there instead of going backwards. Und was das Aufregende dabei ist, dass wir von diesem Punkt an dann weitergehen und uns weiter ausdehnen und nicht wieder runtergehen und von dort wieder anfangen müssen. So if any of you have the target like I do of having awareness no matter what. Also wenn irgendjemand von euch dasselbe Ziel hat wie ich, nämlich Wahrnehmung zu haben, egal was auch ist, this is a great tool to use, so you're never shutting it down, you're always going forward. So dass du dann ist es ein großartiges Werkzeug, das du verwenden kannst, damit du eben niemals dich davon abtrennst und wieder weniger wirst, sondern immer weiter aufgehst. So you're always increasing your awareness, increasing the communication with your body. Du dehnst dadurch also immer deine Wahrnehmung weiter aus und dehnst auch deine Kommunikation mit deinem Körper weiter aus. Okay, so simple tool, potent tool. Einfaches Werkzeug, sehr machtvolles Werkzeug. And interestingly, just that could help somebody with communication with their body. Und interessanterweise könnte allein dieses Werkzeug jemandem sehr bei der Kommunikation mit seinem Körper helfen. Because your body is always communicating to you. Denn dein Körper kommuniziert immer mit dir. And oftentimes we think it's too much. Und meistens denken wir, dass das wirklich zu viel ist. So with this tool, it doesn't become too much. Und mit diesem Werkzeug wird es einfach nicht zu viel. It becomes that ease of communication with our body that truly can be. Es wird zu dieser Leichtigkeit mit der Kommunikation mit dem Körper, die es eben sein kann. So, any questions? Heidi, do you have anything? Maria? Heidi, hast du irgendwelche Fragen oder so etwas? Oder Maria? Also ich wollte noch ansprechen, dass es ja nicht nur um die Kommunikation mit dem Körper geht, sondern dass es ja eigentlich auch ums ganze Leben geht und alle Bereiche im Leben. So habe ich zumindest die Klasse erfahren. I just wanted to mention that it is not about only about the communication with the body, but also really about your whole life. This is how I experienced the workshop for me. Absolutely. That's one thing I hear most often. Total. Also wirklich, das ist genau der Punkt, den ich am meisten höre von den Leuten. It's not a body workshop, it's a life workshop. Dass es nicht ein Körperworkshop ist, sondern wirklich ein Lebensworkshop. During the workshop, we talk about body. We do work on blah, blah, blah. During the workshop, I have a lot of activities. Während dem Workshop gibt es ganz viele Tätigkeiten, Aktivitäten, die wir machen. We do start with communication with the body because that's so vital. Wir beginnen mit der Kommunikation mit dem Körper, weil das so vital ist, so wichtig ist. And assist with everything else that comes after. Und dann tragen wir bei mit all dem und unterstützen mit all dem, was dann anschließend kommt. We also have an activity for listening to your body about what it wants to eat. Wir haben zum Beispiel auch eine Übung bezüglich dessen, deinem Körper zuzuhören, was er denn essen möchte. And then your body and pain and earth. Und in deinem Körper die Erde und Schmerzen. Your body and money. Dein Körper und Geld. And we look a lot at how you are talking to your body and how it's creating your body and your life that way. Und wir schauen uns wirklich sehr genau an, wie du mit deinem Körper sprichst und wie genau das dein Leben kreiert. We talk about weight, we talk about sex. Wir sprechen über Gewicht, wir sprechen über Sex. We talk about pretty much anything you guys want to talk about. Wir sprechen wirklich über alles, worüber ihr sprechen wollt. There is a great manual that comes with it. Da gibt es ein ganz tolles Handbuch, was mit dem Workshop ausgegeben wird. And we also follow the energy. Und wir folgen auch der Energie.
So yeah, it's honestly, it's not just a body workshop, it's a life workshop. Also wirklich ganz ehrlich, es ist nicht nur ein Körperworkshop, es ist wirklich ein Lebensworkshop. Full of tools, processes, and laughter. Voller Werkzeuge, Prozesse und ganz viel Lachen. We also do 2 body processes. Und wir machen auch oder werden auch 2 Körperprozesse machen. So we have a lot of fun. Also wir haben wirklich ganz viel Spaß. It's been fun to see people's life change, not just their body. Es ist wirklich ganz viel Freude für mich persönlich auch zu sehen, wie sich nicht nur der Körper der Menschen verändert, sondern wirklich ihr gesamtes Leben. And it's also exciting because Right Body for You has been a part of Access for over 10 years now. Und es ist auch ganz aufregend, weil Right Body for You ist jetzt schon ein Teil von Access Consciousness seit über 10 Jahren. So it's been fun to see the growth and evolution of it. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht, dem zuzuschauen, wie es sich weiterentwickelt hat. You know, because Gary Douglas recognized a long time ago. Weil Gary Douglas hat vor ganz langer Zeit festgestellt, the contribution your body can be to your life. welcher Beitrag dein Körper zu deinem Leben sein kann. And you know, you guys, your body doesn't have to be a certain size, shape, or health level. Und Leute, wirklich wisst, euer Körper muss nicht eine gewisse Größe, eine gewisse Form haben und auch nicht einem bestimmten Gesundheitslevel entsprechen. To be a contribution to help you create your life. Um dir ein Beitrag sein zu können, damit du dein Leben kreieren kannst. That's why we have the slogan of Right Body for You right now. Das ist der Grund, warum wir jetzt einen Slogan für Right Body for You haben. It's about the creation of your life with the contribution of your body. Da geht es um die Kreation deines Lebens gemeinsam mit dem Beitrag von deinem Körper. Because the second I allowed contribution from my body into my life, Weil genau in dem Moment, wo ich den Beitrag meines Körpers in mein Leben erlaubt habe, no matter what size it was, egal welche Größe er hatte, no matter if it was sick or healthy, egal ob er gesund oder krank war, it's constantly letting me know what's going on in the world. er lässt mich konstant, wirklich beständig wissen, was in der Welt gerade los ist. Energetically, it's helping me make money. Auf energetischer Weise hilft er mir, Geld zu machen. It's letting me know what's going on in my family. Er lässt mich wissen, was zum Beispiel in meiner Familie gerade los ist. It's constantly being a gift. Er ist wirklich konstant, beständig ein Geschenk für mich. And my life gets better every day. Und mein Leben wird besser jeden einzelnen Tag. And it really started with allowing my body to contribute. Und das begann wirklich mit dem Moment, wo ich meinem Körper erlaubt habe, mir beizutragen. Do we have a question in the chat room? Haben wir eine Frage im Chat? Nein, da ist nur das Datum des Kurses geschrieben. Yeah. There is a question. Erica wants to know, on Friday, the workshop is from 7 p.m. to 9 p.m. Would it be possible to take my 5.5-year-old girl with me? Yes, because on Saturday and Sunday, my husband would take care of the kids, but on that day, it would be, it's 2 girls, 2 5.5, it's twins, huh? Sounds like twins. Do you want to do it in German? Ja. Erika möchte gerne wissen, ob sie am Freitag am Abend ihre 2 5,5-jährigen Mädels mitnehmen könnte in der Klasse, weil sie nur fürs Wochenende ihren Mann für die Mädels zum Aufpassen hat. Absolutely. I love kids in the class. Absolut. Ich liebe es, Kinder in der Klasse zu haben. The kids add a fun energy. Die Kids bringen wirklich eine ganz freudvolle, lustige Energie zur Klasse. And most of the time they help us not be so serious. Und meistens helfen sie uns wirklich dabei, nicht so ernst zu sein. So yes, thank you for asking, and absolutely, children are very welcome.
So, ja, danke, dass du gefragt hast und ja, Sie sind herzlich willkommen. So, cool. Well, that was an easy question. Das war eine einfache Frage. Ja, ich würd auch noch gern nochmal sagen, ich habe meinen ersten Right Body for You Workshop vor ein bisschen mehr als 1,5 Jahren gemacht. Da habe ich Donnielle in Rom kennengelernt. I did my first Right Body for You workshop about a year ago now. Wo war es, in Rom? In Rom, ja. I met Donnielle in Rome. Und mein Körper ist mir so dankbar dafür. And my body is so grateful for that to me every single day. Für diese Wahl, die ich getroffen habe. Es hat sich für meinen Körper viel verändert. Mein Körper hat sich verändert und wirklich auch mein Leben hat sich verändert. Und so much has changed for me and for my body, and my body is really so grateful for me that I chose that class, and also my life really has changed. Und ich freue mich jetzt einfach schon auf den nächsten Workshop, weil da wird sicher noch besser und ja. And I'm just really looking forward and be very excited about the next workshop because I know that there will be even more possible now. Thank you, Heidi. I'm so grateful for you being there and inviting me. Ja, Heidi, ich bin dir so dankbar, dass du da bist und dass du in dieser Klasse warst und dass du mich eingeladen hast. And what's fun about you being in the class in Rome is it was translated into Italian. Und was lustig daran ist bei der Klasse, wo du in Rom warst, dass es ins Italienische übersetzt wurde. Ja. So you actually know that when we do a class translated in another language like this? Du weißt also, wenn wir eine Klasse in eine zweite Sprache übersetzen, all the processes get run twice. dann laufen alle Prozesse zweimal. So you get twice as much, just as fast. Du bekommst also zweimal so viel und umso schneller. Ich habe es damals gemerkt in Rom, ja. I felt it back then in Rome, yeah. I recognize that. Absolutely. Absolut, natürlich. Cool. Well, I know we were going to keep this short and we've already gone over short. So ich weiß, du wolltest das kurz halten und ich weiß, wir sind schon über das Kurzsein hinausgegangen. Is there anything that you or Heidi or Marie wanted to get out there? Ist da noch irgendetwas, was du, Heidi oder Maria, da rausbekommen wollten aus diesem Zoom-Event jetzt? Irgendeine Information oder so etwas? Yeah, information. Ja, ich freue mich jetzt schon total, dass diesmal eine deutsche Übersetzung gibt. I'm really looking forward that there will be a German translation this time. Ja, Me too. Ich freue mich schon total auf den Kurs aus persönlichen Gründen. I really look forward to this workshop, really for personal reasons. Ich habe eigentlich eine sehr gute Kommunikation mit meinem Körper. I actually have a really good communication with my body. Aber momentan, es ist auch gerade so aktuell, dass meine Familie so meinen Körper bewertet. But it's very currently actually that many people from my family judge my body. Dass ich echt dauernd beschäftigt bin, zurückzuschicken. So that I'm really busy with returning to sender right now, very much. Und dass ich eigentlich gar nicht zu dem Kern komme, zu der Frage, was will mein Körper eigentlich wirklich? Und auf das freue ich mich schon. So I'm really busy with returning to sender, so I don't have too much time to come to the core question of like, body, what do you want? So I'm really looking forward to the workshop to get more to that. Yes. Great. That's a fun place to come from. It's a fun place to come from as well. Großartig. Das ist ein sehr interessanter Ort, von dem man aus den Workshop machen kann. And boy, do I have some fun tips and tricks for you. Und warte nur ab, ich habe ganz, ganz viele freudvolle, lustige Tipps und Tricks für dich parat. Ja, ich bin bereit. I'm ready. Cool. Anything else, ladies? I can't wait to, or gentlemen, sorry. Noch irgendetwas anderes, Ladies and Gentlemen? I cannot wait to come to Vienna.
Ich kann es wirklich kaum noch erwarten, nach Wien zu kommen. Every time I think of it, my whole body just giggles. Jedes Mal, wenn ich daran denke, dann kichert wirklich mein ganzer Körper. Ja, wir freuen uns auch schon sehr. We really look forward to. We and our bodies. Und ich kann jeden nur einladen dazu, zu diesem Workshop zu kommen, wenn I can really just invite everybody to choose to come to this workshop. Wenn er mehr Leichtigkeit mit seinem Körper haben möchte, If he desires more ease with their body, mehr Leichtigkeit im Leben more ease in their lives, und mehr mit dem Körper für sein Leben kreieren will. So and more of creating together with the body. Yes, because so much is possible. Ja, weil wirklich da ist so viel möglich. You know, I've been doing these workshops for, 5 years now. Ich mache diese Workshops jetzt seit etwa 5 Jahren. And every one is so different. And we're discovering new things. Und jeder ist wirklich so anders und wir entdecken immer wieder neue Dinge. New awarenesses, new ways of functioning in this world with your body and with your life. Neue Wahrnehmungen und neue Wege, um mit deinem Körper gemeinsam in dieser Realität und in deinem Leben zu funktionieren. I love it. So I liebe es. I love exploring during the weekend with all of you. So I'm really... Ich freue mich wirklich darauf, mit euch gemeinsam mehr zu entdecken an diesem Wochenende. Yeah, so I'm really looking forward to it. Ich freue mich wirklich sehr darauf. And it's November 25th, 26th, 27th. 25., 26., 27. November in Wien. Genau, mitten in Wien. Mitten in Wien. In the middle of Vienna, in the center of Vienna. Yeah. Okay. Cool. Anything else? Noch irgendetwas? Nein, ich wollte mich nur mal bedanken. Danke, Donnielle, dass du dieses Meeting mit uns gemacht hast. No, I just wanted to say thank you. Thank you, Donnielle, that you did this meeting with us now. Oh, my pleasure. My true pleasure. Es ist mir eine Freude. And thanks, Patricia, for translating. I'm always in awe of people who can translate. Nur anschließen. Danke, Patricia. Super. Danke, Kann ich mich nur anschließen. Danke, Patricia. Welcome, guys. And thanks, Heidi and Maria. And I will see you soon. Und danke, Heidi und Maria. Und ich werde euch ganz bald sehen. Ja. Okay. Wir werden Spaß haben. Yeah. We will have lots of fun. Yes. Yes. Okay. All right. Thanks, Bye, everyone. bye. 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 Bye.